Wie kann ich kranke Vögel am besten wieder aufpäppeln? Aus aktuellem Anlass, mein Jellyhahn Toffee ist etwas mäkelig, was das Fressen angeht, möchte ich mit euch ein paar Tipps teilen, wie ihr kranke Vögel oder Vögel, die sich von einer schweren Krankheit erholt haben, wieder aufpäppeln könnt. Wichtig, gerade bei Kopfentzündungen und Magen-Darm-Beschwerden, besonders weiches und energiereiches Futter. Denn wie wir Menschen, wenn wir Durchfall oder Entzündungen im Hals oder uns den Magen verdorben haben, ist es wichtig, dass das Essen leicht kömmlich ist. So wie wir bei einer Erkältung Tee und Suppe schlürfen, könnt ihr den Wellensittichen natürlich nur abgekühlten Kräuter- oder Kamillentee anbieten. Salbeitee kann bei Durchfall und Kopfentzündungen Unterstützung bieten. Thymiantee wird oft bei Hefepilzen wie den Megabakterien empfohlen. Brennnesseltee wirkt entgiftend und entzündungshemmend, hilft also auch bei Kopfentzündung und Magen-Darm-Beschwerden. Fenchel- und Anistee hilft bei Verdauungsbeschwerden. Einige Vogelhalterinnen und Züchter geben den Vögeln auch prophylaktisch einmal in der Woche Tees zu trinken. Ihr könnt natürlich auch anstelle der Tees die verschiedenen Kräuter und Pflanzen direkt anbieten. Für gesunde Vögel sind die Pflanzen auch eine schöne Beschäftigung und stärken mit Mineralien und Vitaminen das Immunsystem. Die in ihnen enthaltenen Gerb- und Bitterstoffe regen nicht nur bei kranken Vögeln die Verdauung an und wirken antibakteriell. Wer bei den kleinen Vögeln einen Wasser- und Nährstoffverlust schnell und professionell ausgleichen will, kann auch auf eine Elektrolysemischung vom Tierarzt zurückgreifen. Ähnlich wie die Pulver und Präparate für Menschen wirken diese gezielt und sind speziell für Durchfallerkrankungen entwickelt worden. Weiches Keim-, Quell- oder Eifutter lässt sich ebenso wie Suppen und Brei leichter herunterschlucken. Und wenn die Vögel stark geschwächt sind, könnt ihr erwägen, sie von Hand mit Aufzuchtfutter wie Nutribird zu füttern. Versucht aber nicht, ihnen Joghurt oder andere leichte Milchspeisen anzubieten, denn die Vögel vertragen die Laktose nicht und bekommen davon nur noch mehr Durchfall. Für ganz schlimme Fälle ist es manchmal nötig, bei einem stationären Aufenthalt vom geschulten Personal oder in der Tierklinik die Vögel mit einer Kopfsonde ernähren zu lassen. Allerdings zählt diese Behandlung zu den teuersten und ich habe sie bisher nur im allergrößten Notfall in Anspruch genommen, denn ihr müsst für jeden Tag und jede Fütterung bezahlen. Und oft steht ihr am Ende leider doch vor der schwierigen Entscheidung, die Behandlung nicht weiter fortzusetzen und den Vogel von seinem Leid zu erlösen. Allerdings hat die stationäre Aufnahme gerade bei schwierigen Fällen zwei Vorteile. Es können besser Kotproben und Kropfabstriche gesammelt werden und schneller untersucht werden, was zu einer effizienteren Diagnostik und Behandlung führen kann. Denn gerade bei todkranken Vögeln mit einem sehr schlechten Allgemeinzustand ist eine schnelle Behandlung mit den richtigen Medikamenten und der Faktor Zeit essentiell für gute Heilungschancen. Und die Vögel haben weniger Stress und mehr Ruhe. Wie oft habe ich erlebt, dass die Vögel im Quarantänekäfig verzweifelt nach ihrem Partnervogel oder dem Schwarm gerufen haben, der ihnen natürlich aus dem Vogelzimmer ebenso ängstlich und nervös geantwortet hat. Noch schlimmer, wenn der Quarantänekäfig im Vogelzimmer steht und die Schwarmvögel darauf herumklettern und den kranken Vogel so stressen, dass er unbedingt aus dem Käfig flüchten will. Ist der Vogel nicht ganz so schlimm dran und schon auf dem Weg der Besserung, hilft die allseits beliebte Kolbenhirse. Sie wird von allen Vögeln gern gefressen und ist etwas weicher als das normale Körnerfutter. Außerdem sind die kleinen roten oder gelben Körnchen besonders proteinreich. Die Kolbenhirse kann abgemagerte Vögel schneller wieder zu ihrem Normalgewicht verhelfen. Eifutter oder ein gekochtes Ei dienen demselben Zweck. Das proteinreiche Futter und besonders der gelbe Eidotter können nicht nur leichter gefressen werden, sie stärken auch den kranken Vogel und geben ihm wichtige Nährstoffe. Auch während der Mauser- oder in der Brutzeit liefert Eifutter wichtige Vitamine, Mineralstoffe und fördert damit die Federbildung und die Regeneration. Achtet nicht nur bei geschwächten Vögeln auf Frische und Hygiene. Getrocknetes Eifutter ist länger haltbar, während frisch gekochte Eier nicht länger als 1 bis 2 Stunden angeboten werden sollten, da sich schnell Keime und Schimmel bilden kann, die auch gesunden Vögeln schaden. Und Vögel mit Leber- oder Nierenschäden sollten keine Eier bekommen, da die proteinreiche Nahrung die beiden Organe zusätzlich belastet. Achtet bei gekauftem Eifutter darauf, dass keine Zusätze wie Zucker oder Konservierungsstoffe enthalten sind. Lagert das Eifutter dunkel, trocken, kühl und in einer luftdichten Verpackung wie einem Glas mit Schraubverschluss oder Tupperware. Riecht das Eifutter anders als sonst oder muffig, solltet ihr es nicht mehr verfüttern. Haben sich Klumpen oder Verfärbungen gebildet, könnt ihr Schimmel erkennen,
Auch dann das Eifutter direkt entsorgen. Gleiches gilt für das Nutribird-Pulver. Am besten rührt ihr immer nur eine kleine Menge mit Wasser an, die ihr sofort an den kranken Vogel verschüttet. Das Pulver und der Brei riechen leider nicht besonders gut und scheinen auch nicht besonders zu schmecken. Aber wenn euer Vogel stark abgemagert ist und nichts anderes mehr zu sich nimmt, ist die Handfütterung oft das letzte Mittel, um den Vogel vor dem Verhungern zu bewahren. Ich weiß, es mutet oft wie Tierquälerei an, wenn wir Tiere mit Zwang ernähren. Aber es ist allemal besser, als zuzusehen, wie der kleine Vogel langsam verhungert. Auch wenn kranke und geschwächte Vögel leichter einzufangen sind, würde ich empfehlen, die Vögel in einem separaten Käfig zu halten, falls ihr den Vogel nicht sowieso schon in Quarantäne gesetzt habt, weil er eine ansteckende Krankheit hat. Ein kleiner Käfig verringert auch die Fallhöhe und wenn ihr den Käfigboden polstert, kann der geschwächte Vogel bequem auf dem Boden sitzen. Gerade wenn die Vögel sich nicht mehr auf der Stange halten können, ist es wichtig, ihnen eine weich gepolsterte Ecke auf dem Käfigboden als Sitzplatz anzubieten. Ihr könnt alternativ auch ein Sitzbrett polstern. Dann könnt ihr den Vogel besser sehen und ihn vielleicht mit einer Rotlichtlampe bestrahlen. Das kann helfen, wenn Vögel frieren oder ihr Immunsystem stärken. Die Bestrahlung sollte aber nicht länger als 15 bis 13 Minuten dauern. Und ihr solltet dem Vogel immer die Möglichkeit bieten, in den Schatten zu treten, falls ihm das Licht zu warm wird. Auch einen Mindestabstand von 40 bis 50 Zentimeter solltet ihr nicht unterschreiten. Sonst überhitzt der Wellensittich zu stark. Bei Fieber solltet ihr die Rotlichtlampe nicht einsetzen. Natürlich ersetzen alle diese Hausmittel keinen Besuch beim Tierarzt und können eine Behandlung mit Antibiotikum oder Antipilzmedikamenten nur unterstützen. Aber richtig umsorgt werden die Vögel schneller gesund und überstehen eine Krankheit häufig besser. Habt ihr noch andere Tipps? Wie behandelt ihr eure kleinen Patienten? Teilt eure Vorschläge gerne in den Kommentaren.